Hallo zusammen, wir sind auf den Azoren und tauchen ab unter die Wasseroberfläche. Ist dieses Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg der schönste Tauchspot auf den ganzen Azoren? Bleibt dran, um mehr zu erfahren. Wir befinden uns auf São Miguel in Ponta Delgada, der Hauptstadt. São Miguel gehört zu Portugal und ist mit dem Flugzeug im Atlantik zu erreichen. Von dort ist man relativ schnell nach Ponta Delgada gefahren. Hier kann man prima tauchen. Hier liegt ein besonderes Schiffswrack. Wir wollen das Dory-Wrack besichtigen. Wie sieht es bei euch aus? Wart ihr auch schon mal Wracktauchen? Oder taucht ihr überhaupt? Schreibt mir doch einen Kommentar, wo ihr schon tauchen wart und was euer Lieblingstauchspot ist. Während des Zweiten Weltkriegs segelte die Dory unter amerikanischer Flagge. Heute liegt sie mit dem Bug nach unten auf dem Meeresgrund. Die Dory war beispielsweise an der Operation Overlord im Zweiten Weltkrieg beteiligt. Am D-Day in der Landung in der Normandie. Die Dory ist ein Transportschiff, welches natürlich auch an weiteren militärischen Operationen beteiligt war. Nachdem es aus dem Militärdienst entlassen wurde, wurde es privat verwendet. Es wurde mehrfach renoviert und umgebaut. 1965 sank es vor Ponta Delgada. Die Dory geriet in raue See auf der Überfahrt von Europa, England nach Amerika. Als Wasser in den Bug eindrang, entschloss sich die Crew, Ponta Delgada anzufahren, aber auf dem Weg stellten sich die Schäden als deutlich größer heraus und das Schiff sank noch 800 Meter, bevor es in den Hafen einlief. 8 oder 9 bis 20 Meter Tiefe liegt ein wunderbar erhaltenes Wrack. Man kann zahlreiche Sachen der Schiffsaufbauten wie Leitern, den Anker, Schiffsschrauben, alles Mögliche ist noch zu erkennen. Das Schiffswrack ist wunderbar erhalten. Zudem gibt es hier zahlreiche Fische. Ist dies nun der beste Tauchplatz auf den ganzen Azoren? Wahrscheinlich nicht, denn auf Pico kann man beispielsweise mit Pottwalen tauchen und wenn man Glück hat, sieht man welche. Ich würde allerdings lieber eine Whale-Watching-Tour empfehlen. Das Video ist oben verlinkt. Aber auf São Miguel soll dies der schönste Tauchplatz sein. Er ist allemal ein Abstecher wert. Unweit vom Hafen lässt er sich leicht anfahren und ist super zum Tauchen. Ich kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen. Heute liegt sie mit dem Bug nach unten auf dem Meeresgrund. Dadurch ist sie ein wunderbarer Ort für junge Fische und junge Fischschwärme. Das heißt, in der Umgebung kann man zahlreiche Schwärme von Fischen beobachten. Die Lokalregierung hat das Schiff als Unterwasser-Archäologischen Park und Naturschutzgebiet ausgerufen. Selbst wenn ihr nicht auf Schiffswrack steht, ist die Dory ein wunderbarer Platz, um zahlreiche Fische zu beobachten und zu sehen. Das Schiff gehört zu einem der schönsten Tauchspots auf den Azoren. Ist sehr gut erhalten. Man sieht beispielsweise die Schiffsschrauben und die Aufbauten. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Die Tierwelt außenrum ist wunderbar und das Schiff liegt nicht zu tief, zwischen 29 Meter. Das heißt, man kann relativ lang beim Schiff bleiben und das Schiff erkunden. Ich hoffe, falls ihr auf den Azoren seid, zieht ihr diesen Tauchgang zur Dory in Betracht, denn es ist ein wunderschönes Schiffswrack und steht unter Naturschutz. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Abo und ein Like. Bis zum nächsten Mal.